Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Alex Meister von der Firma Bucher & Sutter, einer Firma, die sich auf Telekommunikationslösungen spezialisiert hat. Alex ist seit 2006 für das Thema Test und QS verantwortlich und gibt uns einen Einblick in die Aktivitäten, die sie seitdem betrieben haben, um ihre Produkte besser zu machen. Wie sie mit Fremdanforderungen umgegangen sind, ob sie Tools eingekauft oder selbst entwickelt haben und welche Ausbildungen die Tester genießen. Viel Spaß bei der Folge! Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du wurdest mir ja vom Swiss Testing Board von unserem gemeinsamen Bekannten Alessandro eben wärmstens empfohlen, mal als Gesprächspartner. Und als wir im Vorgespräch waren, habe ich mir gedacht, ja, das passt auch richtig gut, weil ihr ja sozusagen ein Paradebeispiel seid, wie man Testaktivitäten strukturiert aufsetzen, einführen kann ins Unternehmen. Und da wollen wir uns heute ein bisschen über eure Reise auch unterhalten. Aber vorneweg, sag mal, du bist bei der Firma Bucher & Sutter. Was macht ihr denn, dass wir so einen Rahmen haben? Was machen wir? Wir machen eigentlich Softwarelösungen im Bereich Kommunikation, Telefonie, Anbindungen vor allem zwischen der Cisco-Welt, sage ich mal, und den größeren CRM-Anbietern, Mhm. die weltweit aktiv sind. Und da versuchen wir halt diese zwei Welten zusammenzubringen, Mhm. mit diversen Produkten, Software, die wir selber schreiben, die wir selber entwickeln und versuchen da natürlich die Kunden möglichst zu unterstützen, halt mit Features, die halt die Basissoftware halt nicht hergibt. Ja, ja. Okay, aber auch also sehr integrativ das alles dann, ne? Also wenn du da verschiedene Genau, Welten zusammenbringst, denke ich. genau. Ja, das ist halt auch eine große Herausforderung auf der einen Seite, weil wir halt sehr proprietäre Sachen dann haben. Ja, 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 klar. das ist so. Ja, ich höre einen Hund im Hintergrund, hat vergessen, Gasse zu gehen, ne? Nee, der ist gerade mit dem Kleinen beschäftigt. Normalerweise sind sie ja ruhig, bis halt die fünf Ja, Minuten, die schwachen, die sie haben, ne? manchmal muss man sich auch da bemerkbar machen. Ne? Ja, Genau. sehr schön. Ja, erzähl mal, also du bist ja QS-Lead Mhm. und was war denn so eure Herausforderung? Und wo habt ihr quasi begonnen, dem Thema mehr Energie zu geben und das dann auch mal strukturierter voranzutreiben? Gut, das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja damals 2006 zur Buchasuta gekommen, quasi direkt vom Studium. Und die Firma Buchasuta hat damals Integration geschrieben, vor allem für Microsoft. Und das war das erste, ich sag mal, große internationale Projekt, wo sie gemacht haben. Und ich war da im Prinzip Teil vom Entwicklungsteam damals. Und ja, da war Testing noch nicht institutionalisiert bei uns. Das Ja. war komplett fremd, sag ich mal, im Sinn von Struktur und so weiter. Das war Mhm. neu. Und ich war vielleicht ein halbes Jahr oder so in der Entwicklung tätig, wurde ich angefragt, naja, wie das ausschaut, ob ich Lust hätte, mir das mal zu Gemüte zu führen. Ich habe Mhm. natürlich etwas Vorwissen gehabt, vom Studium her, aber natürlich nicht in dem Ausmaß und halt nur in der Theorie. Ja. Mhm. Und ja, Cisco, wo wir halt da mit an Bord hatten, hat natürlich viel mehr Know-how gehabt, viel mehr Hintergrund gehabt schon. Und das wurde uns teilweise halt dann aufs Auge gedrückt. Ne? Das ist Mhm. das, was ihr zu erfüllen habt. Na, das Mhm. sind unsere Standards, die wir vorgehen. Und macht mal. Ne? Mhm. Mhm. Und aus dem Macht mal wurde dann halt, schau dir das mal an, geh mal bei Cisco vorbei, lass dir das mal zeigen und dann gehen wir halt mal schrittweise an das Thema ran und führen das bei uns dann halt auch ein. Ne? Das war dann Mhm. halt so quasi der Startschuss Mhm. 2006.
Naja, und was waren denn dann so die Steps, die dann so gegangen sind, die ihr so gegangen seid? Wo habt ihr denn angefangen in dem Ganzen? Also damals war natürlich primär klar, es waren manuelle Tests. Du musstest halt mal die ganzen Testfälle aufskizzieren, die Testfälle Mhm. beschreiben. Da die Plattform oder ich sag mal, die anzubindenden CRMs noch unbekannt waren, muss man halt einiges auch explorativ erarbeiten. Mhm. Gerade was halt die Expected Results angeht, wie sollte was reagieren, das musste man halt dann einfach auch Step by Step quasi erarbeiten und mal schauen, wie das denn tut, wenn es dann mal läuft und so weiter. Mhm. Also sprich, da war halt wirklich viel Hirnschmalz im Testcase erarbeiten Mhm. verlangt. Ne? Und das war am Anfang ja halt viel Neues, sag ich mal. Ja. Und dann Mhm. hat man halt sehr oft, häufig, sag ich, nur vielleicht zweimal im Monat, dreimal im Monat, hat man dann mit den Leuten von Cisco zusammengesessen und hat das dann auch mit durchgeschaut, ob sie noch weitere Ideen hätten, Use Cases hätten, die man noch abdecken soll und so weiter. Mhm. Und so hat sich das Step by Step ergeben, bis man dann irgendwie halt einen Testkatalog hatte von 400, 500 Use Cases oder Mhm. Testfällen, die man halt dann abarbeitet hat, Mhm. ne, auf die unterschiedlichen Plattformen dann adaptiert. Ja, es Ja. ist total spannend, dass du das sagst, weil es ist etwas, ich finde, das ist ja, also wenn man jetzt nicht gerade die Testbasis so hingelegt bekommt in Form von ganz vielen wunderbaren Requirements, wo man sich abarbeiten kann, ne, ist es ja immer so ein bisschen suchen und forschen, ne, was sollte denn eigentlich gehen? Ne? Also da braucht man ja nichts von. Und das habt ihr natürlich noch extrem, weil da noch ein anderes System da ist, das ihr Mhm. vielleicht gar nicht gut kennt, ne, Mhm. und sich das quasi erst on the fly mit erarbeiten, Genau. auch die ganzen Testfälle dazu zu bauen. Ne? Also da ist Mhm. natürlich der ganze explorative Ansatz natürlich echt toll. Und parallel dazu auch das ganze Testthema noch mit aufzuziehen und die Testfälle zu schreiben. Also Mhm. ich kann mir das vorstellen, dass das ganz Genau. schön herausfordernd auch war. Ja. Mhm. Es war sehr spannend auf jeden Fall. Ja, es war nie langweilig. Ja. Und die Erfahrungen halt am Anfang waren halt schon, ich sag, prägend auf eine Art, weil ich meine, ich komme aus der Welt des Entwicklers. Mhm. Da ist man grundsätzlich mal stolz drauf, was man alles geleistet hat und will Mhm. zeigen, was man alles kann oder was die Software alles kann, was er gut macht. Ne? Und dann kommt halt die andere Welt und sagt, naja, das, was man kann, das ist ja schön gut und recht, aber mich interessiert alles das, was nicht gut funktioniert. Mich interessiert Ja. das, was du halt nicht kannst. Ne? Mhm. Und das war am Anfang schon, das war nicht ganz so einfach. Ne? Ich weiß nicht, ob man da gewisse Charaktereigenschaften braucht dafür oder nicht, oder ob das halt eine Entwicklung ist, die man durchmacht. Aber das war am Anfang Mhm. schon nicht einfach, quasi die Fehler zu suchen, nicht die Fehler zu suchen bei den Leuten, sondern halt in der Software. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, also wie ging es denn dann weiter für euch? Also ihr habt dann die ersten paar 100 Use Cases Testszenarien gehabt. Genau. Und dann war natürlich Lasttest war immer ein riesengroßes Thema. Mhm. Parallel dazu, ergänzend, hinten raus dann, na, wenn man dann mal funktionell das so hingebracht hat, dass man gut dasteht. Mhm. Sag mal, die Test-Exit-Criteria, die wurden vorgegeben von Cisco, weil es auch ein OEM-gelabeltes Produkt war von ihnen. Sprich, Mhm. da haben wir schon mal so quasi die Schritte, die wir erreichen müssen, haben wir vorgegeben gekriegt. Plus dann, wenn wir mal funktionell das abgedeckt hatten, wo erwartet wurde, war natürlich Lasttests ein großes Thema. Lasttests am Anfang eher Memory Leak Tests, wo man halt mal schaut, wie es so tut. Das war dann noch einmal eine neue Baustelle, noch einmal Mhm. zusätzlich was Neues. Mit der Herausforderung, dass man halt, wir haben lange gesucht, wir haben viel angeschaut, aber es gab nichts, wo man quasi vom Markt nehmen konnte, wo Mhm. funktioniert, wo man hätte sagen können, okay, mit ein bisschen Konfigurationshirnschmalz und
Arbeitsstunden bringen wir das zum Laufen. Mhm. Es gab's nicht, weil du hattest halt zwei Welten. Man war sehr tief unten, ich sag mal, von den Layern her. Man war halt wirklich sehr maschinennah, teilweise Mhm. mit den Voice Gateways und so weiter, die man programmiert hat. Ja. Und da konntest du nicht irgendein Tool nehmen, wo dir stupide halt irgendeine Oberfläche bedient hat, weil es die gar nicht Mhm. gab. Mhm. Sprich, man musste auf API-Basis was machen. Mhm. Und da kam dann halt wieder der nächste Schritt. Wir haben auf der einen Seite Lastgeneratoren von Cisco gekriegt, wo halt die Voice-Last entsprechend simuliert mit komplettem Voice-Stream und so weiter, der aufgebaut wird. Also wirklich, dass halt auch was über die Leitung geht, nicht nur Pseudosignalisierung. Mhm. Und da mussten wir halt auf der Gegenseite auch etwas haben, was halt quasi das Callcenter oder halt die Agenten simuliert, das Ja. CRM abstrahiert. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt als Beispiel ein SAP anhängst, da mussten wir was haben, was halt die ganze SAP-Welt quasi simuliert und abstrahiert. Mhm. Mhm. Und da fing man dann an, quasi die eigene Software zu machen, zu schreiben Mhm. für die Testautomatisierung. Wir mussten dann halt wirklich Automatisierungssoftware halt von Grund auf aufbauen Mhm. und die musste am Ende auch rock solid laufen. Mhm. Na, weil Mhm. du kannst nichts testen, wenn deine Software drumherum, die du baust, vorher in die Knie geht. Mhm. Und da waren wir doch eine Weile beschäftigt damit, dass wir das sauber hingekriegt haben, dass wir da Mhm. auch die verschiedensten Szenarien abbilden konnten und dann halt auch 24 und 48 Stunden überlebt haben. Ja. Mhm. Das war dann die Herausforderung, die große Herausforderung. Äh, Die haben wir dann mit entsprechendem, sag mal, ja, Hirnschmalz hingekriegt. Man hat Ja. einiges investieren müssen, um diese Roboter zu schreiben. Ja. Mhm. Aber das war dann schon einiges an Aufwand, das man tätigen Ja. musste. Aber ein Also spannendes Umfeld. ich kann mir das echt vorstellen, weil das ist ja, also es ist ja was anderes, ob ich jetzt eine Website automatisiere und dann da habe ich auch meine Load Balancer, alles Mögliche, da kann ich meine Infrastruktur, da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, ne? Aber Mhm. ich stelle mir Mhm. auch das von der Testinfrastruktur ja total komplex vor. Ne? Ich meine, so ein SAP ist ja jetzt nicht irgendwie einfach hingestellt und dann ist ja nicht das einzige System, das andere und du simulierst die Genau. Agenten rundherum und auf der anderen Seite diese Voice Streams, was wahrscheinlich auch in meiner Welt wahrscheinlich relativ viel Daten sind, die dann da Mhm. auch dann auf einmal da sind. Das muss man ja alles irgendwo orchestrieren und nicht den Test dann scheitern lassen, nur weil irgendwo irgendein Switch dann irgendwie unterdimensioniert ist oder so irgendwas. Ne? Also irgendwie muss man das Das ja diese, netzwerkseitig, das ist echt eine Baustelle gewesen. Das sagst du ja. schon richtig. Am Anfang haben wir da einfach mal, ja, wir nehmen das, wo wir halt gebraucht haben zum Entwickeln der Umgebung. Hm. Wenn da irgendwo halt ein Network Share offen war oder irgendwas, dann, wenn du 48 Stunden laufen lässt und nach 46 Stunden zieht einer irgendwo ein Update runter, dann war's das, ne? Dann fängst du wieder vorne an. Ja. Und das endete halt damit, dass du halt wirklich ein dediziertes Load-System hast Hm. mit eigenem Core-Switch, mit eigenen Servern. Quasi Hm. das Rack ist nur für das und ist von außen auch nicht zugänglich. Ja. Hm. Also du musst dann quasi über eine Konsole rein und das schottest du komplett ab, damit das dann wirklich nicht Fehler nachrennst, wo eigentlich gar keine sind. Ja. Ja, ja. Ja, und ich glaube auch hier nochmal ist ja auch die Schwierigkeit, oder wäre für mich, also mit Cisco oder mit so einer anderen Firma, die da im Hintergrund ist oder die das quasi die Vorgaben macht, was laufen muss. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht irgendwie ein Startup, was ganz frisch ist, sondern die werden wahrscheinlich auch Vertragswerke haben und da müssen die Sachen quasi Ja. abnahmemäßig auch passen, die ihr nachweisen müsst. Ne? Das, Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. hm, Also du hast halt da, du hast Resultate zu liefern. hm, Das war teilweise dann so, dass halt einmal die Woche ein Meeting hattest, wo es halt hieß, Hosen runter. Jetzt musst du hm, zeigen, was du kannst oder nicht kannst. Und da gab es dann halt schon auch, ja, es gab Diskussionen, ich kann mich an einen erinnern, ähm,
99,99% der Anrufe mussten durchkommen, also mussten Mhm. korrekt abgehandelt werden. So, was ist jetzt dasselbe wie 0,01% können fehlschlagen. Ja, okay. 0,01% schlugen fehl, ist aber nicht dasselbe wie 99,99% sind korrekt. Mhm. Obwohl, dass man am Anfang meint, ja, man muss ja nicht so haarspalterisch sein. Mhm. Aber wenn du dann 10 Millionen Calls abhandelst, Mhm. ist am Ende halt 99,99% nicht dasselbe wie 0,01% schlagen fehl. Ja. Und das waren dann halt so, ich sag mal, Diskussionen, die Mhm. einen dann auch gelehrt und geformt haben am Ende, Ja, weil ja, sie sagen Schluss, Strich drunter, das passt, ja, oder nee, geht zurück, passt doch nicht, nochmal ja. drüber. Ja, ja, ich meine, aber muss man auch sehen, im Endeffekt führt das natürlich auch alles zu einer sehr guten Qualität, die dann da rauskommt. Ne? Also der ganze Invest ist ja jetzt nicht irgendwie Ja, klar. bloß, sondern das bringt ja auch was. Wenn du jetzt so drauf schaust, du hast damals ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, alleine den Job bekommen, kümmere dich Mhm. jetzt mal ums Testen, so Mhm. quasi wird darüber. Äh, Machst du das heute noch immer als One-Man-Show oder hast du ein Team, das ein bisschen dich unterstützt dabei? Nein, das wäre nicht mehr möglich, One-Man-Show. Es wurden natürlich mehr Produkte. Das war auch nicht lange eine One-Man-Show. Hm, Ich habe 2006 angefangen, habe zuerst entwickelt. 2007 kam dann die erste Mitarbeiterin schon dazu hm, und das ist dann stetig gewachsen natürlich. Auch mit den Aufgaben. Ne? Ich hatte immer das Glück oder wir hatten immer das Glück, ähm, dass relativ früh, 2006, erkannt wurde, den Stellenwert von der hm, Qualitätssicherung und was es auch für Aufwand generiert. Es ist hm. ja nicht ein Selbstläufer, es passiert ja nicht von alleine. Und zu der Zeit war Testautomatisierung noch weit hinten. Gab es nicht viel, auf unserem Bereich sowieso nicht. Hm, Ähm, Da kamen immer mehr Leute dazu und inzwischen hat man zwar Testspezialisten in dem Sinne, aber es ist ja dann immer das ganze Team auch, das am Ende für die hm, Qualität gerade steht. hm, Aber jetzt hier, wir sind jetzt alles in allem sind wir 9 Leute, hm. die sich darum kümmern, die sich das zu Gemüte führen, respektive die halt dann dafür sorgen, dass auch die Qualität stimmt. Ja, ja. Wie machst du also beim Team von neuen Test- und Testspezialisten und alle, die sich da mit dem Thema Qualität auskennen, habt ihr da irgendwie, verwendet ihr da irgendwelche Schulungen? Macht ihr das on the job? Ja, wie kriegst du denn da den Wissenstransfer und die Weiterbildung organisiert? Ja, also das ist so, dass wir natürlich stetig gewachsen sind. Wir haben eigentlich relativ früh schon auf ISTQB gesetzt, Hm, ähm, auf die Zertifizierungen, natürlich auch auf die Weiterbildungen entsprechend, hm, ähm, Kurse, extern wie interne Kurse. Und dann ist halt sehr viel, ich sag mal, sehr viel Wissenstransfer passiert dann intern. Ja. hm, Ähm, Wo wir halt dann wirklich, ich sag mal, gewisse Verantwortlichkeiten definiert haben, die bei den Leuten liegen, auch die Kompetenzen dazu ihnen entsprechend geben. Und dann haben wir einmal pro Monat sitzen wir das ganze Team zusammen, wo wir halt dann, ich sag mal, testspezifische Themen durchleuchten. hm, Vielleicht mögliche Probleme, die in dem Monat aufgetaucht sind. hm, Vielleicht neue Software, die spannend sein könnte und so weiter. Halt alles, hm, was rund ums Testing geht. Da sitzen wir einmal im Monat das ganze Team zusammen und alternieren dann halt alle 2 Wochen, was eigentlich auch dann einmal im Monat ergibt, sitze ich noch mit jedem persönlich zusammen, dass wir halt, hm. wenn jetzt wirklich projektspezifische Themen auftauchen, dass wir das noch durchleuchten können und vielleicht dann auch entsprechend definieren können, dass das dann im Q-Sync quasi äh, dann ein Bullet Point auf der Liste ist, wo wir halt Ja, dann im Detail anschauen, dass der hm. Austausch halt auch über die Projektteams hinweg gewährleistet ist. Ja, ja, verstehe. Du hast jetzt ISTQB auch erwähnt, wenn du sagst, das ist
was hat denn euch das gebracht, oder welche Zertifizierungen nutzt ihr da, oder welche Ausbildungen davon? Die haben ja einige. Und wo sagst du, ist da der Nutzen für euer Team? Also sicherlich was heißt was sicherlich bringt. Wir fangen mal ganz unten an, beim Tester. Ja. Das ist halt mal so die Basiszertifizierung, die Leute bei mir entweder schon gemacht haben oder halt Hm, machen müssen, in Anführungszeichen. Ich sage mal, zwischen dürfen, ähm, damit wir mal vom selben sprechen. Ja, hm, zum einen, damit wir das ein ähnliches oder gleiches Vokabular benutzen. Hilft natürlich denjenigen, die das schon etwas länger gemacht haben, am Ball zu bleiben. Wenn hm, da immer wieder Leute hast, die das frisch machen, die halt neu dabei sind. Ähm, Hilft also vor allem auch denen, die länger dabei sind, am Ball zu bleiben. hm, Dann geht's halt weiter, je nachdem, was die Person halt für Schwerpunkte kriegt. Ne? hm, Ob das dann Testmanagement ist, wo man dann weitergeht auf dem Advanced Level, oder ob das dann Testanalyst ist, Techniker-Testanalyst ist. Das geht dann schon, je nachdem, was er dann halt macht. Oder hm, wo man, in welche Richtung das man sich entwickeln will. hm, Das hm, geht dann eigentlich auf der Basis weiter. Am Ende versucht man natürlich schon, dass die Leute bis und mit Advanced Level durchzertifiziert sind, dass sie hm, das mal als Rucksack mitnehmen können und hm, als Basis halt hm, dient. Ja. hm, Und das ist sicherlich da mal das eine, man bleibt auch, ich sag, mit den Leuten in Kontakt, mit der hm, Welt in Kontakt. Man tauscht sich auch aus über hm, diese Bekanntschaften dann, sicherlich ein großer Nutzen. Und hm, halt Know-how Refresh, Know-how-Aufbau. ja. Ja, ich finde es auch ganz, ganz schön gerade da. Das ist ja so wie ein bisschen ein Buffet auch, ne? Diese ganzen Testmethoden, die ganzen, also wir haben Stufen, Arten, das ganze Zeug, was wir rauf und runter spielen können, da kann man sich dann immer wieder auch ein bisschen challengen, was brauche ich denn eigentlich, was muss ich machen? Ne? Du Genau, hast ja vorher ja viel Lasttest gemacht, ne? Und da guckt man sich da wieder mal die ISO 2510 und denkt, ach ja, hier Security ist wahrscheinlich bei euch auch ein Thema, ne? Das wird mhm. wahrscheinlich auch einen gewissen Fokus haben, ne? Und so einfach die Sachen immer wieder auch dagegen zu halten und zu schauen, wo haben wir denn vielleicht noch Lücken, wo müssen wir ein bisschen mehr machen, wo können wir noch Genau. besser werden. Hm. Mhm. Ähm, jetzt quasi, du hast ja quasi einige Dinge ja gemeistert, ne? Also quasi von dieses explorative Reinarbeiten in die ganzen Systeme, da überhaupt mal diese das ganze Test-Framework aufzubauen, jetzt mal logisch und auch technisch, diese ganzen Lasttests, da habt ihr ja sehr viel selber entwickelt. Was ist denn aktuell gerade so euer Fokus, wenn du jetzt so auf die Test- und QS-Aktivitäten bei euch schaut? Wo habt ihr gerade so ein Vorhaben oder was, wo ihr gerade Energie auch reingebt? Ja, langweilig wird's nicht. Wir haben jetzt, ist zwar jetzt schon, das hat jetzt nicht unmittelbar jetzt gestartet, aber Testautomatisierung wird natürlich immer gern gesehen und groß geschrieben. Hat jetzt noch einmal einen neuen Stellenwert gekriegt Mhm. mit dem Schritt in die Cloud und Mhm. mit CICD. Ja, Mhm. also das ist im Moment sehr zentral, Mhm. dass man die ganzen Pipelines aufbaut und so weiter, dass das entsprechend sauber abgehandelt wird und auch ins Rollen kommt. Aufgrund dessen CICD ist natürlich klar, dass das Testautomatisierung einen höheren Stellenwert kriegt. Mhm. Das ist sicherlich der eine größere Brocken, und das andere, wie du schon gesagt hast, IT Security Data Protection. Ah ja. Das ist Richtig. halt auch mit der Cloud Mhm. noch Ja. einmal ganz etwas anderes, als wenn du das dediziert bei dir in deinem Server laufen hast. Ja. Ja, klar. Das sind noch mal ein paar andere Herausforderungen dabei oder Genau, Anforderungen noch genau, dazu. Mhm. genau. Naja, spannend. Naja, dann wird euch ja auf jeden Fall nicht langweilig, ne? Ich hoffe es nicht. Ja. Ich hoffe es nicht. Nein, nein, das ist, wie gesagt, auch das sind spannende Themen. Ja, Mhm. man macht es halt jetzt in meiner Person halt Schritt für Schritt alles mal mit und durch. Ähm, ja, es hat alles seine Herausforderungen, klar. Ja, genau. Ja.
Ja, sehr schön. Alex, vielen lieben Dank, dass du hier mal Rede und Antwort gestanden hast. Ich finde das mal total spannend, auch mal so einfach ein Deep Dive in ein Unternehmen rein, dass das quasi so über die Jahre mal aufgebaut hat, so ein bisschen die Milestones umgesetzt hat und für sich Mhm. erarbeitet hat, weil ich finde, so muss sein. Das ist immer schön, wenn man auch so Erfolgserlebnisse präsentieren kann. Aber ich glaube, das hilft dem einen oder anderen weiter, da auch zu sagen, okay, den Weg gehen wir weiter, das macht Sinn auf jeden Fall. Also ich danke dir herzlich, dass du hier im Podcast warst und ich wünsche dir für die weiteren Vorhaben viel Erfolg und bis bald. Ja, vielen Dank und bis bald. Dankeschön.